Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zur dritten Folge von Draugen. Und wir sind immer tiefer in diese Dorfgeschichte abgetaucht, sind jetzt in dem Laden von einem der Brüder und haben herausgefunden, dass ein Schlüssel in der Kasse ist. Deswegen wollen wir die jetzt einfach mal öffnen. You're a genuine gangster now, old fruit. Don't worry. If you get busted, I'll come visit you in the big house. The vandals weren't here for the money. I think money was the last thing on their minds. Okay, die Leute, die hier vandaliert haben, wollten gar kein Geld haben. Da das auch eine Poststation ist, sehen wir dort auch Briefmarken. Wasn't there supposed to be a key? Here it is. Wir nehmen mal diesen Schlüssel an uns. Ich bin mal gespannt, für was dieser Schlüssel ist. Oh, wir entriegeln erstmal die Tür. Aber hier möchte ich jetzt auch gerne einmal rein. Ah, dafür war auch der Schlüssel. Hier ist der Hut. It is her hat. Teddy, I'm not Betty sure was that's... here, and not long ago. Okay, but if that is her hat, what's it doing in a locked storeroom? Another breadcrumb. That's not an answer. I know for sure she was here. That's what matters. You know best, Edward. So, what now? If this is a breadcrumb, where's the next one? There must be a reason her hat's in this room. Okay, wir lesen mal diesen Brief. Handwritten note. I'm not blind. What does it say, you silly goose? It's hard to read. I'm not sure my translation will be... Johann, you... Nectar. Refuse. You refuse to speak to me, so I write this letter instead. It's from Frederick Fretland to his brother. Simon did not... Bloody hell. Simon did not murder your Ruth. He was fond of his cousin. Ruth. Ruth is the daughter of Anna and Johann, which means the little girl in the photograph at the farmhouse. Oh, Edward. The Fretland girl was murdered. This is simply awful. Simon was working at the farm while I tended to the store. I would have seen him had he passed on the way up to the cliffs. They thought Simon killed Ruth. His own cousin. Ruth was... what's that word? Playing. Ruth was always playing on the rocks below the church. She must have fallen by accident. The note ends there. Frederick never finished it. And Johann never read it. Not that it would have made a difference. If Johann thought... The mob showed up for Simon. His father would have tried to protect him. September 17th. You would have been here, Betty. Rocks below the church. Isn't the church right above us? Edward, come look at this. That's the cliff. Right there. The one in the note? I bet you a million clams. Where? See for yourself. Ja, schauen wir mal. I guess that could be where... Let's check it out. No, Lissie, wait. Ja, okay, aber das ist der nächste Anhaltspunkt, den wir haben. Auf jeden Fall eine gigantische Familienfehde hier in dem Ort. Gerade wenn ein Mordfall drin vorkommt. Und ich würde mal sagen... Mann, ist die schnell. Wir wollen auch zu den Klippen. Wie bist du da hingekommen? Teddy, the cliff. I'm standing right below it. What are you doing? This doesn't concern A us. little girl died. We're staying in her home, for God's sake. Are you completely without heart? Get yourself up here, Edward Harden, right this minute.
Wir sind schon sehr gebrechlich. Aber wir haben es geschafft. What is this? Where little Ruth died. You're being morbid. And this is a distraction. I'm here for Betty, not because some girl Edward. got herself... You insensitive brute. You're like the Tin Woodman, no heart. You know, you've grown cold and mean in that horrid study of yours. With only books and bugs to keep you company for years and years and years. There are other people in this world, you know. It's not all about you. You're going to do this. If not for Ruth, then for us. We're going to figure out what happened to the poor girl. Together. Okay. Pat's been here a while. Didn't you say it happened over a month ago? You'd think her family would have replaced it with fresh flowers. Okay. Is that blood? The girl could have hit her head on that rock. There would have been plenty of blood. That's awful. I think there's something behind it. Can you move the rock aside? Ist das ein Schuh? Ah ne, eine Puppe, oder? Ja, es sieht aus wie eine Puppe. It must be Ruth's. Where's the head? Maybe the killer also decapitates dolls. Hold on. This pin. This is old. Very old. It looks like something from the Viking era. We are in the land of Vikings. This could be 1,000 years old. It does not belong in a child's doll. Who cares? Ruth is dead and you're obsessing about a rusty old pin? Let's go further up. Maybe we'll find more clues. Come on, old sport. It's not far. Can you wait just 1 minute so that I can catch my breath? Ah, da ist noch mehr Blut. Do you follow the same path, Betty? Or am I just stumbling through darkness? Durchhalten, wir schaffen das. You can see clear beyond the edge of the world. Right. It is awfully chilly. One Oh, second. Teddy bear. We need to take you out walking more often. So, the girl fell from up here. Was pushed, you mean? Can you see where she fell? If she fell head first on that rock, she'd have died instantly. Edward, honestly. You wanted to learn more. This is you learning more. She hit her head and fell into the bush where I found her doll. Happy now, Alice? I'm not. What was she doing up here in the first place? Playing? She was a child. Children play in dangerous places. There must be more to it. Let's find out where this path leads. No, absolutely not. I don't have time for this nonsense. We're running out of daylight, and Betty's still... You're still out there. Obwohl ich denke, dass wir hier 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn wir dem Pfad weiter folgen. Das ist schon gigantisch hier mit den Bergen, oder? Da fühlt man sich einfach nur so winzig und unwichtig. Slow down. I can't keep up with you. Who knows what's up there? It's not worth the risk of falling and breaking something. Lissie? Are you there? Okay. Teddy, My word. Look away, Lissie. is this what happened to the villagers? They killed themselves? It's one body. Let's not jump to conclusions. What about those fresh graves at the church? There were at least half a dozen of them. Did everyone just die?
They're not necessarily connected. Oh, come on. Ugh, this is just ghastly. What does that say? God forgive me. Don't suicides go to hell? Isn't that what your father said when Stop. your mother Don't. drowned herself? Sorry. Do you think this has something to do with Ruth? Maybe she came across the hanged man before she died, and it scared her. So she ran, and This happened later. there's some consolation in that, I guess. Maybe it's the killer. The guilt ate him up, and he offed himself. That's just speculation with no basis in fact. Okay. Who was he? One of the Fretlanders? It's not Johann or Frederick, and he's too old to be Simon. There's nothing more to do here. I'm going back. Let the poor soul rest in peace. Does it look like he's resting in peace? Für den You're just Moment gonna ja. leave him hanging? You're an insensitive brute. I'm here for Betty. It's tragic, but really none of my Oh, concern. Betty, always just Betty. You don't care about anyone else. What if that was me up there? Would you care then? All you do is obsess over a scarf and a hat and ugh. It's all I have of Betty. Betty, there she is again. Edward, the hanged man, he's someone. No matter what he did or didn't do, he deserves respect. Would you please just do this one decent deed? If not for me, then for yourself. Or for your Betty. Ist ein wahrer Punkt. What are you doing? You can't just pull him down by his legs. Try loosening the noose. I can't reach that far. Wir heben mal den Stuhl auf. Mal gucken, ob wir ihn lösen können. I'm going to be sick. I can't do this. Yes, you can. Teddy. Edward. I know you can. You've been through much worse. Na komm, du schaffst das. Where are the Fretlands, Edward? It's been 2 days. If they're not back tonight, They're not coming back. perhaps they left after their daughter died. Was murdered, you mean? Isn't that what we think happened? Schwierig zu sagen, ob es jetzt ein Unfall oder Mord war. Aber der Herr dort auch sich hiermit erhängt hat. She was probably murdered. And you think Simon did it? Your guess is as good as mine. It could have been an accident. You're really not helping. Can we talk about this tomorrow? I'm sorry. You're exhausted. I buried a corpse today, Alice. I know. I'm sorry. Why don't you sleep in the guest bedroom? The couch is fine. The Fretlands could still come home. All right. Just don't come crying to me if you wake up with a crick in your neck. I'll be up for a while, if you feel like talking. Haben wir uns ein Stück Schinken gegönnt. Ja, fein. Was haben wir hier? What did you find? Someone tried to burn this. Just like the book. Isn't that odd? It's addressed to Mrs. Fretland. My dearest Anna. It's from her sister, Margaret. Frederick's wife. The two brothers married sisters, remember? Yes, and it's adorable. Keep reading. I really shouldn't. Really? How else are we going to figure out what happened? Keep reading. My dearest Anna, I miss you so very, very much. The baby is due soon, and I wish for our family to reunite before...
It's been 7 years since the dreadful incident at the mine. Can we not convince Frederick and Johann to forgive and forget? I know there are things Frederick has not told me about what they found and why they parted ways. Their grudge is tearing us all apart. Frederick won't even let me speak to half of our neighbors, accusing them of treason. He's so very angry and full of regrets. It's eating him up. And we... And we what? The rest is unreadable. Margaret reached out to her sister, but I guess it didn't work. This was written before Simon was born, but burned recently. Boah, das sieht auch wunderschön aus. Wie die Sonne da durch den Fjord bricht. Wirklich klasse. Eigentlich warte ich immer nur darauf, dass ich irgendwo eine Tür aufmache und da steht jemand hinter. Oh, wir haben uns ein Feuerchen angemacht. I almost forgot putting this aside when I lit the fire. Wasn't there an inscription inside? Simon! Simon gave that book to Ruth. But who burned it? Johann or Anna, if they believed Simon killed her. But they were friendly, right? Simon and Ruth. Before... I imagine so. And we know the sisters were close. I still don't understand why the brothers had a falling out. Whatever drove a wedge between them, it was big. Das gilt es herauszufinden. Was die beiden Brüder so sehr auseinandergetrieben hat. Und der Rest der Familie hat ja doch irgendwie probiert, wieder zueinander zu finden. It's almost painful to look at this photograph now. Their whole world fell apart. Ugh, I can't bear to think about it. Do you think Simon killed Ruth? It's not important what I think. I don't know what to believe. Sometimes children do monstrous things. Now that we know what happened to Ruth, this empty house is even spookier. It's a house, nothing more. You know better than most that souls can linger. Especially if they die. There's no such thing as a soul. Life force. Ghost. Whatever. You know exactly what I'm talking about. The only ghosts are in our minds. Says you. The two brothers married twin sisters, Anna and Margaret Taylor. That's the Grovik stave church behind them. All those hopes and dreams, ground to dust by misfortune. Die Zeitungsartikel hatten wir schon. Dann würde ich mal sagen, legen wir uns hin. Na komm schon. Nein, nein, jetzt, nein. Dann schauen wir uns doch mal im Spiegel an. You do look exhausted. Go to bed, Edward. I'll tuck you in. Zu gütig. Das nehme ich an. Wenn ich mich hinlegen darf. Aber aktuell triggert es noch nicht.
Schauen wir nochmal, haben wir hier irgendwas Neues? These headlines make more sense now. Johann sells his share, and the cave-in occurs shortly thereafter, killing 3 people. Including the younger brother. The investor pulls out, leaving Frederick with the bills. Oh, I feel awful for everyone. Losing a brother, losing the business. There were no happy endings here. Erklärt aber auch, warum der eine Bruder hier auf so einem relativ großen, ja, Bauernhof quasi lebt und der andere Bruder da so ein kleines Geschäft hat. Direkt am Hafen. Johann and Frederick Fretland. Thick as thieves, before things took a turn. Don't you always say that much of our pain is self-chosen? I wonder about that. Und ich glaube fast, dass am morgigen Tag es zur Mine geht. This one's whole. So the brother who owns the store Frederick. was angry with Johann before Ruth. Because of the mine. It all comes back to the mine. The mine must have been a big deal for Greywoke. Grovik. An opportunity to do more than live hand to mouth. What a blow it must have been to lose it all. Ja, das ist so. Ah, den Hut sollten wir vielleicht noch aufsetzen. What are you doing? Betty will want these back. I don't think it's Not healthy now, to... please. I'm exhausted. Und jetzt können wir uns auch schlafen legen. Ich bin gespannt, ob wir wieder schlecht träumen. Ready to pass out. Where will you sleep? I'll be up for a while. My mind's simply racing. Don't stay up late. Wake me if you hear the Fretlands arriving. Of course. And I'll keep my eyes open for any ghosts that might want to haunt you in your sleep. There are no. Hush now. Sleep. Na, ich bin gespannt, ob sich einer der Geister nochmal blicken lässt. Tag 3. Anscheinend nicht. Okay. Müssen wir uns heute umziehen? Nein, die Sachen bleiben da einfach drin. Alles gut. Okay, wir können zum Brunnen gehen. Sollten wir das auch tun? Oh, sie ist oben. Können wir jetzt auch mal nach oben? Oh, was haben wir hier? Okay, wir blättern. Nö, wir können lesen. 3. August 1923. Heute Morgen hatte ich statt Tee eine heiße Zitrone ohne Zucker. Außerdem aß ich einen halben Apfel und trockenen Toast. Ich habe in letzter Zeit zugenommen und von der Diät in der Zeitung gelesen. Anscheinend ist sie sehr beliebt in London. Aber ich bin furchtbar hungrig und habe Lust auf Spiegeleier mit Wurst. 4. August 1923. Wir haben gestern einen merkwürdigen Brief, der an Johann adressiert war, erhalten. Er wurde von einem amerikanischen Gentleman verfasst, Mr. Edward Harden aus Hanover, Massachusetts. Der Brief war ordentlich geschrieben und sehr höflich. Mr. Harden erhielt unsere Adresse von der Polizeiwache in Aalesund, als er eine Kontaktadresse in Gravik erbat. Ich fragte mich, warum sie ihm Johanns und nicht Fredericks Namen gegeben haben. Vielleicht, weil unsere liebe Margaret nicht mehr unter uns weilt oder weil ich besser auf Englisch antworten kann als Frederick. Mr. Harden ist auf der Suche nach
seiner Schwester Elizabeth Harden, die alleine reist. Anscheinend ist sie Journalistin. Da muss man sich einmal vorstellen, den Atlantischen Ozean überqueren, um über Norwegen zu schreiben. Es klingt wunderbar. Im Brief stand, dass Elizabeth ihren Bruder von Aalesund aus ein Telegramm geschickt hat, um ihm mitzuteilen, dass sie Gravik zu besuchen gedenkt. Warum sie zu diesem furchtbaren alten Ort kommen möchte, weiß ich auch nicht. Hier gibt es nichts, worüber es sich zu schreiben lohnt. Seine Schwester ist hier noch nicht angekommen. Wenn sie es wäre, hätte sie mit Fragen über Amerika, über das Dasein als Journalistin und über ihre Reisen erschöpft. Sie klingt so interessant. Ich hoffe, dass sie hier hinkommt, auch wenn dieser Ort sie vermutlich zu Tode langweilen wird. Ich werde Mr. Harden heute antworten. Johann schreibt nicht allzu gerne, vor allem nicht auf Englisch. Er stimmt mir zu, dass wir Mr. Harden einladen sollten, bei uns zu übernachten, wenn er denn zu kommen plant. Immerhin gibt es keine Gasthäuser in Gravik und unser Gästezimmer wird selten genutzt. Außerdem muss ich zugeben, dass es irgendwie aufregend klingt, einen Besucher aus Amerika im Haus zu haben. 5. August 1923. Heute Morgen hatte ich ein gekochtes Ei und einen mit Butter bestrichenen Toast, nachdem Johann zu mir meinte, ich wäre albern und dass ich nicht abnehmen müsste. Immerhin wären wir ja nicht in London und es störte ja niemanden. Sehr gut. Finde ich aber praktisch, weil wir jetzt ein bisschen mehr Background-Story einfach haben und nicht so viel rätseln müssen. Okay. Ich habe Mr. Harden geschrieben, um ihn zu uns einzuladen. Ich bin furchtbar aufgeregt. Ich mache mir aber Sorgen um seine Schwester, wo sie wohl sein könnte. 9. August 1923. Heute früh gab es einen Streit im Laden. Frederik schrie die arme Astrid an, weil ihre Ziegen angeblich auf sein Land gegrast haben. Ich wollte mich einmischen, doch das hätte ihn nur noch wütender gemacht. 10. August 1923. Johann hat heute Morgen den Fjord überquert, um ein paar Einkäufe, unter anderem Stoff zu machen und die Post zu holen. Die Briefe stapeln sich im Laden. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass die Welt da draußen uns vergisst. 17. August. Ich habe heute ein weiteres Kleid zu Ende genäht. Dieses Mal behalte ich es. Ich habe keine Kunden mehr. Niemand hier braucht ein weiteres Kleid und es ist Ewigkeiten her, seit wir die Stadt besucht haben. Außerdem kenne ich kaum jemanden dort. Und warum sollte man ein Kleid aus Gravik haben wollen, wenn man auch ein Kleid aus Aalesund kaufen kann? Ich fühle mich heute einsam. Ich vermisse meine liebe Margaret so sehr. Das auch nach all den Jahren noch. Okay, der 20. August. Ich glaube, Ruth verbirgt etwas von mir. Sie benimmt sich geheimnistuerisch. Sie ist auch öfters allein draußen und ihre Kleidung ist schmutzig. Es macht mir natürlich nichts aus, dass sie spielt und die Gegend erkundet. Ich finde es schade, dass Margaret und ich das nicht durften, als wir jung waren. Ruth sagt, dass sie nach Blumen und hübschen Steinen sucht. Ich sollte mir nicht solche Sorgen machen. 21. August. Simon kam heute mit einem Geschenk für Ruth vorbei. Eine ganze Tafel Schokolade. Er ist ein netter Junge, aber Frederik wäre zornig, wenn er davon erfahren würde. 22. August. Ich fragte Ruth, ob sie bei Frederiks Farm oder der alten Mine spielt. Sie versprach mir, das nicht zu tun. Ich hatte noch nie einen Grund, ihr nicht zu vertrauen, aber ich spüre noch immer, dass sie etwas vor mir verheimlicht. Okay. Können aber noch weiter blättern. Während sie draußen war, habe ich mir ihre Zeichnung angesehen. Sie hat so eine lebhafte Vorstellungskraft. 5. September. Wir haben einen weiteren Brief von Mr. Harden erhalten. Er kommt wie geplant im Oktober. Ich freue mich darauf, mich mit jemand anderem unterhalten zu können. Wenn auch nur ein paar Tage lang. Nicht, dass ich Johanns Gesellschaft nicht mögen würde, aber abseits unserer täglichen Routine haben wir nicht viel zu besprechen. Von Mr. Hardens Schwester gibt es bislang keine Spur. Wenn sie Aalesund vor Wochen verlassen hat, wo steckt sie denn bloß? Sie hat auf dem Weg vielleicht einen Zwischenstopp eingelegt. Wir haben nichts gehört, aber wir sprechen auch nur selten mit Menschen außerhalb von Gravik. Ich hoffe sehr, dass es ihr gut geht. Ich würde es verdrießlich finden, wenn Mr. Harden den ganzen Weg hierhin umsonst machen würde. Ruth ist noch immer verschlossen.
Ich weiß, dass sie etwas versteckt. Demnächst werde ich ihr folgen. 9. September. Auch heute gab es keine Messe. Der Vikar ist seit der Gedenkfeier im Juli nicht zurückgekommen. Johann glaubt, dass er auch nicht wiederkommt, dass er Gravik aufgegeben hat, wie alle anderen auch. Ich glaube, ich habe mir eine Erkältung eingefangen. 15. September. Jemand hat in der Nacht unser Boot beschädigt. Das ist auch schon das 3. in diesem Monat. Johann verdächtigt natürlich Frederik. Ich fürchte, da kocht nach all den Jahren wieder etwas hoch. Ich fühle mich nicht gerade gut, habe gestern und heute die meiste Zeit im Bett verbracht. Ruth war lieb und hat mir Kartoffelsuppe und Tee mit Honig und Milch gebracht. 18. September. Sie hat uns verlassen. Unsere Ruth ist tot. Ich kann nicht glauben, dass Simon das getan hat. Er ist nun auch tot und mit ihm alle Hoffnung, die Gravik noch hatte. Okay. Hopp. Natürlich zurück und nicht nochmal Escape. Sehr viel Background, den wir hier erhalten haben. Und auch sehr, sehr nützlich, dass wir das mal aus der anderen Sicht gesehen haben. Draugen Waltz. Es heißt Draugen Drache. Das würde mich mal interessieren, ob das norwegisch für Drache ist. Den schauen wir uns aber näher in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Macht's gut. Ciao.